Ja, hier seht ihr meinen XT-Motor. Oder ich glaube, es ist ein XT-Motor. Und den werde ich jetzt in diesem Video zerlegen. Anschließend Teile überarbeiten, bearbeiten und verbessern vielleicht, wenn es möglich ist. Und anschließend wieder zusammenbauen. Ich denke mal, das wird sich über mehrere Videos erstrecken, das Ganze. Also wünsche ich euch viel Spaß dabei. Der Motor sieht eigentlich soweit ganz okay aus. Sind jetzt nicht irgendwo groß hier Beschädigungen am Gehäuse zu erkennen. Ich habe erstmal direkt gesehen, dass hier schon irgendwie Bienen oder so oder Wespen ein Nest gebaut hatten. Also stand das Ding schon mal länger draußen rum irgendwo. Die Schaltwelle hier, die hat es hinter sich. Die werde ich wahrscheinlich neu kaufen einfach. Also der Motor hatte gut Kompression und hat sich auch frei gedreht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wirklich drinnen aussieht. Also wenn wir hier die ganzen Schrauben abmachen, in den Zylinderkopf reingucken, Nockenwelle, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist auch gar keine Nockenwelle drin. Vielleicht habe ich auch Glück und es ist ein richtig genialer Motor. Oder vielleicht habe ich auch hier einen Riss drin. Schauen wir mal. Also jetzt geht's los mit dem Zerlegen. Ich habe so einen Motor noch nie auseinandergebaut, so einen XT500 Motor, deswegen weiß ich nicht, wie es geht. Ich taste mich jetzt einfach ganz gemütlich voran und werde dann sehen, was ich falsch mache oder was richtig war. Ich würde jetzt einfach mal von oben nach unten anfangen. Jetzt muss ich hier noch diese Ölsteigleitung oder wie auch immer das Teil heißt abmachen, damit ich den ganzen Kopf runternehmen kann. Vorher habe ich natürlich auch noch den Motor so gedreht, dass die ganzen Ventile entspannt sind. Die sieht auch schon ein bisschen verballert aus. Das wird nichts. Oh, das ist ja eine Scheiße hier. Da muss ich die erstmal wegmachen. Ach, das ist gut fester. Ich habe fast gedacht, die geht jetzt direkt durch. Also der Insafe kann das. Ja, war klar. Deswegen steckt die Nuss jetzt auch so fester. Stimmt der Motor? Oder steckt es woanders? Scheiß Schraube. Der Motor stinkt wie Sau irgendwie. Richtig ekelhaft. Bin ich gespannt, was mich da erwartet. Also so hat auch noch kein Motor bei mir gerochen. Der riecht irgendwie so vergammelt, süßlich. Vielleicht ist auch irgendein Tier da drin gestorben. Nach ein paar Schlägen mit dem Gummihammer kann man dann den Kopf hier schön abnehmen. Es sind ein paar schwarze Punkte drin. Die Sitze sind jetzt erstmal nicht das Schlechteste. Hier sind auch keine brutalen Schleifspuren drin. Bewegen sich auch noch. Das ist erstmal nicht so schlecht. Gucke ich mal oben rein. Ich sehe jetzt erstmal nichts Auffälliges. Jetzt wird die Kette hier mal entspannt und dann können wir mal gucken, wie wir die Nockenwelle rausbekommen. So, mal die Kontermutter hier runter. Und jetzt werden wir noch die Schraube hier rausmachen. Die ist schon ein bisschen verballert. Da hat anscheinend schon mal jemand rumgewurschtelt. So. Das ist der ganze Mechanismus. Also hier oben kann ich gegenhalten, dann kann ich diese einfach lösen und das Nockenwellenrad abnehmen. Hier ist noch der metallische silberne Anzeiger, wo man quasi dann starten kann mit dem Kickstarter. Als nächsten Schritt kann ich jetzt die Nockenwelle rausholen. So, die wunderschöne Nockenwelle, den wunderschönen Lagern. Ich glaube, das ist ein Pin, den darf man nicht verlieren. Genau, so ein kleiner Pin hier. Und jetzt kann ich den Zylinderkopf lösen. Das ist hier eine Schraube da und da, soweit ich das erstmal sehen kann. Ist gut rußig. Ich habe ja auch im Vergaser gesehen, dass die Düse, ich glaube es war 300. Wenn es eine 300er ist, dann sollte die auf jeden Fall so groß gewesen sein. Dann sieht man hier schön dieses Bienennestchen. Da sind noch Viecher drin, tote. Ist auch mal interessant. Und hier ist der wunderschöne Kolben. Die Zylinderlaufbahn sieht eigentlich ganz schön aus. Man sieht sogar fast noch ein bisschen Kreuzschliff. Hier sind jetzt die
komischen Hülsen drin, die verschraubt sind. Dann kann ich den komplett runterziehen, den Zylinder. Das ist ja auch immer das Problem bei dem Motor, dass die Kraft hier, die Stehbolzen hier drin sind und dann diese Hülsen hier unten drin sind und dann reißt ja der Zylinder. Deswegen gibt es ja die Zugankernachrüstung, die ich auch wahrscheinlich machen werde. Wenn diese Stehbolzen mit einem M6-Gewinde reingeschnitten von unten und der Zylinder hier durchbohrt und dann von unten eine Senkkopfschraube. Upsi. Von unten wird dann eine Senkkopfschraube durchgesteckt und mit dem Bolzen verschraubt, dass die Kraft komplett durch den Zylinder geht und dann sollte der Zylinder nicht mal reißen. Dann kann ich jetzt die Schrauben hier lösen. Das ist ein 10er Nuss. Boah, ey, was ist denn hier los? Das ist ja alles brutalst fest. Boah. Alter Falter, ey. 5000 Newton anziehen oder was? Nee, komm ey, wir nehmen jetzt den scheiß Schlagschrauber. Das war's doch jetzt wieder. Gibt's nicht. Das gibt's aber nicht. Aua. Gut fest die Dinger. Ja, also können wir den ganz einfach runternehmen. Das war ja nicht wirklich schwer. Und wenn wir den jetzt hier losrütteln, am besten immer nur hier Bändern schlagen und hier, weil die Kurbelwelle in die Richtung pendeln kann, aber nicht in diese Richtung. Deswegen nicht von der Seite schlagen, immer nur von vorne und dann den Zylinder abheben vom Kolben. Der klebt wahrscheinlich schon ein bisschen Dichtung. So. Upsi. Ja, hier so sieht die Dichtung aus. Gut vergammelt. Steuerkette hole ich mal ein Stück weit raus. Komm raus, du Sau. So, jetzt können wir den ein bisschen weiter drehen, dass der auch ein bisschen rauskommt, der Kolben. So. Kolben sind hier diese kleinen C-Clips drin, die ich überhaupt nicht leiden kann, aber es ist halt so, da hole ich jetzt einen raus. Zack. Den schieben wir jetzt raus und wenn der weit genug ist, dann können wir den hier abnehmen. Ich habe schon schlechtere Kolben gesehen. Also ich montiere jetzt die Deckel ab und dann kann der Block geteilt werden. Das muss ich dann natürlich ohne Motorständer machen, aber die Deckel gehen natürlich jetzt noch.